Familienleben erinnere, wie schön das war, wie konzentriert, wie jüdisch das war. Und dann natürlich auch die schwereren Seiten, ja, was wir als Judenjungs mitgemacht haben. Hat er mich nach vorgerufen, der Rechenlehrer, und hat mich gefragt, Rechenaufgaben. Und ich war in Rechnen sehr, sehr gut, also besonders gut. Ich glaube, ich war der Beste in der Klasse. Und er hat mich Fragen gefragt und auf jede Frage habe ich geantwortet, als wenn das selbstverständlich wäre. Und er selbst war sehr aufgeregt. So, nach ein paar Minuten, nachdem er mich alle Fragen gefragt hat und ich habe gut geantwortet, hat er mich so an der Hand genommen, ist neben mir gestanden und hat der Klasse gesagt, habt ihr gesehen, was der Judenjunge im Kopf hat, habt ihr nicht mal mit der Kreide auf der Tafel. Ihr könnt von ihm lernen. Als wir geendigt haben, die Volksschule, ich war damals 14 Jahre, das war so im Juli 1938, hat mein Vater beschlossen, nachdem meine Mutter krank wurde, und er wollte, wir sollten bekommen jüdische Erziehung, uns nach Frankfurt auf eine Yeshiva zu schicken. Sie wissen, was eine Yeshiva ist. Eine Yeshiva ist eine jüdische Schule, wo man hat nur gelernt Judentum, von der Torah und von all diesen Sachen. Und da hat er uns dorthin geschickt und wir waren dort und plötzlich ungefähr so am 22., 23. August bekomme ich ein Telefon. Ich soll sofort nach Dresden kommen. Was ist? Ja, die Mama ist im Krankenhaus und ist sehr krank und sie wartet auf euch. Und fährt mit dieser und dieser Eisenbahn. Das war damals 7, 8 Stunden, ja, das ist nicht wie heute. Heute fährt die Eisenbahn 200 Kilometer oder wie viel, 180. Da haben sie gefahren 60, 70 Kilometer. Und ich bin gefahren und er hat uns gesagt, dein Cousin wartet am Bahnhof und holt euch ab. Er hat mich abgeholt vom Bahnhof und hat uns geradeaus ins Krankenhaus gebracht. Und soweit ich mich erinnere, war das ein italienisches Krankenhaus, weil dort gab es koscheres Essen. So habe ich das in Erinnerung. Und ich kam ins Krankenhaus, meine Mutter hat mich erkannt, wir haben kurz noch gesprochen. Ich habe gefühlt, es geht dem Ende zu. Und nach 3 Stunden ist sie gestorben. Da hat gesagt, der Arzt, der nachher zugekommen ist, deine Mutter hat gewartet, du sollst kommen, damit sie sich von dir verabschieden kann. Und das war so. Und nachdem Sie wissen ja, Juden sitzen 7 Tage Shiva. Also 7 Tage, wo man Trauertage macht. Und da wird Sie wissen, was ein Minyan ist. Da kommen immer mindestens 10 nach Hause und man betet zu Hause. Und da sind wir geblieben, die 7 Tage bin ich noch geblieben in Dresden. Und dann bin ich wieder nach Frankfurt. Das war so Mitte September. Und ich bin gekommen nach Frankfurt. Und es waren schwere Zeiten, weil der Antisemitismus in Frankfurt war viel stärker als in Dresden. In Dresden, man hat die Juden nicht so gerne gehabt, aber es war nicht so ein starker Antisemitismus wie in Frankfurt. Ich erinnere mich, ich bin runtergekommen von der Eisenbahn und mit dem Koffer gegangen
in Frankfurt und mir hat man angesehen, dass ich ein Jude war, weil ich war dunkel und da kamen von der Straße so 3, 4 Jungs und sagen, du bist ein Jude. Da habe ich, ja, das bin ich. Und wollten anfangen, mich zu schlagen. Die haben aber nicht gewusst, dass ich mich gut verteidigen kann und habe sie bald richtig zerschlagen und bin mit dem Koffer schnell weg und bin in der jüdischen Schule angekommen. Dann, als nachher, und jeden Tag konnten wir von 1 bis 3 von der jüdischen Schule rausgehen, ein bisschen auslüften, weil bis um 1 hat man gelernt, von 3 hat man wieder gelernt, bis abends um 6, um 7. Und wie ich bin am 9. November um 1 Uhr raus von der jüdischen Schule, ich komme um 3 Uhr zurück, ich sehe, die Schule, die Yeshiva brennt. Alles geht in Flammen auf, viele Menschen ringsherum, zum größten Teil auch die Schüler. Wir waren alt 14 Jahre, wir wussten nicht, was zu machen, wohin zu gehen. Ich telefoniere sofort nach Hause, aber keine Antwort zu Hause, keine Antwort von zu Hause. Und was mache ich mit 14 Jahren? Nichts zum Anziehen, kaum, dass ich Geld in der Tasche hatte. Da habe ich beschlossen, zu meinem Cousin zu telefonieren, den Josef Burg. Der war in Berlin und der hat damals im Palästinaamt gearbeitet. Und da habe ich ihm gesagt, Josef, hier spricht Wölfi, Seef ist Wolf, spricht Wölfi. Wo bist du? Sage ich bin auf der Straße vor der Yeshiva, die brennt. Und ich weiß nicht, was zu machen. Ich habe nach Hause angerufen, keine Antwort bekommen. Sagte, ja, ich weiß, man hat deinen Vater mit deinem kleinen Bruder genommen. Und ich sage dir Folgendes, geh bitte zu Fuß, nicht mit der Straßenbahn, auf dem Röder Bergweg 26. Dort ist ein jüdisches Kinderwaisenhaus. Und der Boss von dem Waisenhaus ist ein guter Freund von mir. Und du wirst dorthin gehen und du wirst dort bleiben können 2, 3 Wochen, bis ich werde dir ein Zertifikat, Sie wissen, was ein Zertifikat ist, das ist eine Einlaufreise ist nach Israel, nach dem damaligen Palästina, werde ich dir erledigen. Du bleib dort. So hat man mich geschickt auf ein Vorbereitungslager bei Fulda, Geringshof. Ist Ihnen der Name bekannt? Ja. Und dort war ich 3 Monate. Das war so ein jüdisches Vorbereitungslager für Jugend, die nach Israel noch auswandern konnten. Das war schon, das war irgendwie im Anfang Dezember, Januar. Ich war dort 3 Monate, habe bekommen einen Ausweis, dass ich ein Landwirt bin. Nach 3 Monaten bin ich ein Landwirt, 14 Jahre. Aber das mussten die Engländer haben, das haben sie verlangt. Und dann bin ich gefahren nach Dresden. Ich hatte dort eine Tante noch eine Schwester von meiner Mutter, gottselig. Wieso ist sie geblieben in Dresden? Sie war staatenlos. So Staatenlose hat man erst später behandelt. Also nicht zum Guten, zum Schlechten, aber behandelt. Und da war ich bei ihr dort, vielleicht 2 Wochen bevor ich hierher gefahren bin. Und ich habe gewusst, dass mein Vater hat einen Grabstein nach meiner Mutter schon nach 1 Monat aufgestellt, obwohl er nach den jüdischen Traditionellen erst 1 Jahr nach dem Tod den Stein aufstellt. Wollte ich den Stein sehen, habe aber nicht meiner Tante erzählt, weil ich gehört habe,
dass die SA dort steht. Das war so eine Ecke. In Dresden, morgen, wenn wir sein am Friedhof. Dort ist eine Mauer hoch, 2,5 Meter ringsrum. Und da geht so eine Ecke, so. Und ich bin von dort gekommen. Ich habe mir einen kleinen Fotoapparat gekauft. Ich habe nicht gewusst, wann werde ich im Leben noch mal herkommen. Ich will das Grab mal abfotografieren. Und ich komme dorthin, ich sehe, die SA geht, tschick. Das hat man gehört von Weitem schon, wie die SA damals gegangen ist. Hören Sie heute nicht, aber damals. Ich war so ein kleiner Kerl. Wie bin ich über der Mauer, die über 2,20 Meter, 2,30 Meter ist, rübergesprungen. Wir werden morgen, glaube ich, Sie kommen mit zum Friedhof. Und dort habe ich das Grab gesehen von meiner Mutter. Ich habe das fotografiert und auch noch von dem Vater von Josef Burg, mein Onkel Burg, war auch das Grab, habe ich das auch fotografiert und habe ihm nachher die Bilder geschickt. Und dann, wie komme ich raus? Durch die Türe durfte niemand rein, die war auch verschlossen. Habe ich wieder gewartet, ich habe sie hier gehört, bin ich dort über die Mauer, bin nach Hause, zu Fuß. Bis meine Tante hat gewohnt auf der Kranachstraße, das ist bei der Amilienstraße dort. Gibt es heute noch Amilienstraße? Das weiß ich nicht. Kranachstraße, Amilienstraße, Mathildenstraße, Pillnitzer Straße, also das dort in der Gegend. Bin ich zu Fuß hingegangen und habe noch abgegeben meinen Filmapparat in so ein Geschäft. Und ich habe das nicht nach einer Stunde wie heute, sondern nach einem Tag bekommen, den Film mit den Bildern. Und ich zeige meiner Tante die Bilder. Ich sage, Wölfi, wo warst du? Von wo hast du die Bilder? Ich sage, ich war auf dem Friedhof. Wie bist du auf dem Friedhof rein? Ich bin über der Mauer gesprungen. Aber hat man dich dort nicht aufgehalten? Hätte man dich dort aufgehalten, hätte man dich weggeschickt. Weil ich habe einen polnischen Passport gehabt. Habe ich gesagt, ich wollte das Grab von meiner Mutter sehen. Punkt. No, und danach, 2 Wochen später, bin ich gefahren von Dresden nach Zürich, Zürich nach Triest, von Triest mit dem Schiff nach Israel, 14 Tage lang. Aber ich hatte kein Geld für die Fahrkarte, weil Geld hatte ich nicht und auch meine Tante hatte nicht mehr so Geld. Es waren schwere Zeiten für Juden. Bin ich auf die Dresdner Bank gegangen, weil ich habe den Direktor sehr gut gekannt und mein Vater war auch ein guter Freund von ihm. Ich komme auf der Bank und sage, ich möchte zu dem Direktor. Ich habe mich durchgeschlängelt und geklopft an der Tür, bin rein. Wolfgang, was machst du? Der hat mich gut gekannt. Wolfgang, was machst du hier? Dein Vater hat mir doch weggenommen mit deinem kleinen Bruder. Wieso bist du noch da hier? Ich sage, ja, ich war in Frankfurt. Ja, ich weiß. Ich dachte, man hat dich auch genommen. Ich war in Frankfurt und ich habe Probleme. Was hast du für Probleme? Ich habe ein Ticket nach Jerusalem, nach Israel, nach Palästina. Das kostet 2.500 Mark, aber ich habe nicht das Geld. Und ich weiß, mein Vater hat Geld hier in der Bank gehabt. Sagt er, das ist richtig, das ist wahr, aber ich kann dir nicht geben. Du hast keine Unterschriftsrecht. Und damals hatten auch die Bankkonten von den Juden gesperrt. Habe ich gesagt, ich brauche 2.500 Mark für die Karte. Und wenn sie mir geben, hätte ich noch 2.500 Mark haben wollen. Ich bin ohne nichts geblieben. Hätte mir ein bisschen Sachen kaufen wollen. Und wenn ich nach Palästina komme, soll ich auch irgendwie etwas Geld haben. Ja, es war sehr schwer für ihn, wie sagt man, nicht ein Vorschlag, sondern zu bekommen, wie sagt man das, dass er mir das Geld geben kann, ja.
Also er hat beschlossen, die Gefahr auf sich zu nehmen und hat mir gesagt, kannst du unterschreiben wie dein Vater? Sage ich so ungefähr, ich weiß genau, wie seine Unterschrift war. Das war Moses Tisser, wie heute weiß ich das. Hat er mir Papier gegeben, ich habe unterschrieben und er hat mir 5.000 Mark gegeben. Ich habe mich so bedankt bei ihm und ich wollte Jahre später noch mit ihm irgendwie Kontakt aufnehmen und mich nochmal zu bedanken, aber er hat schon nicht mehr gelebt.